Die Akademie der Vernunft und Bar Rouge präsentieren die Geschichte Indiens Teil 5. Das goldene Zeitalter und die großen, bis heute wegweisenden Entdeckungen in der Mathematik. Das Interessante dabei ist, dass diese Steine, die eine bestimmte Menge anzeigen sollten, zunächst einmal aufgrund des zu bestimmenden Wertes anders dargestellt wurden, denn wenn wir 10 Schafe haben, ist es kein Problem, 10 Steine zu finden. Aber wenn wir 1000 Schafe haben, müssen wir 1000 Steine finden. Und dann wird es kompliziert. Man hat also schon sehr früh erkannt, dass man Steine unterschiedlicher Volumens oder unterschiedlicher Form verwenden kann, um Fünfer, Zehner oder Hunderter zu quantifizieren. Und das bedeutet, dass diese Steine vom Menschen bearbeitet wurden. Man konnte zum Beispiel runde Steine für die Einheiten verwenden und dann an einem bestimmten Punkt, zum Beispiel bei der 10, einen Kieselstein der gleichen Form, aber größer verwenden. Genau wie man es beim Rosenkranz macht. Es sind Steine in den verschiedensten Formen überliefert. Es gibt kugelförmige Steine, zylindrische Steine, andere dreieckig und so weiter. Früher oder später begannen sich die Formen jedoch zu wiederholen. Also griff man zu Tricks. So wurde zum Beispiel ein Loch in einen kugelförmigen oder ein Loch in einen kegelförmigen Stein getätigt, um anzuzeigen, dass es sich um einen höheren Wert handelte oder um eine höhere Einheit. Ein durchbohrter Stein ist vielleicht das 10-fache dessen wert, was ein ganzer Stein wert war. Aber wenn man eine Herde an eine andere Person verkaufte und sie dem Hirten anvertraute, der sie an den Empfänger weitergeben sollte, wie konnte man sicher sein, dass der Hirte nicht vielleicht einen Teil der Herde stahl? Es wurde ein ausgeklügeltes System gefunden, das darin bestand, in eine Tonmasse die Menge an Steinen einzubringen, die nach den eben beschriebenen Kriterien der Anzahl der Tiere entsprach, aus denen die Herde bestand. Die Tonkugel, Boule genannt, wurde dann in der Sonne oder in einem Brennofen gebrannt und dem Hirten übergeben, der verpflichtet war, bei der Übergabe der Herde an den neuen Besitzer, diesem auch die Tonkügel mit den Steinen zu übergeben, die der Anzahl der überbrachten Tiere entsprachen. Der neue Besitzer zerbrach die Tonkugel und konnte durch Zählen der darin enthaltenen Steine leicht überprüfen, ob die Zahl der abgegebenen Tiere mit der Zahl der ausgesandten Tiere übereinstimmte. An einem bestimmten Punkt entdeckten die Elamiten etwas, das im Nachhinein vielleicht als Trivialität erscheinen mag, für die Menschen aber ein Riesenschritt war. Sie kamen auf die Idee, dass diese Tonkugeln bei jeder Benutzung zerbrochen werden mussten, weil man logischerweise nicht wissen konnte, was sich darin befand. Jemand kam jedoch auf die Idee, den Inhalt der Tonkugeln durch eingravierte Zeichen auf der Hülle zu kennzeichnen. Wenn sie zum Beispiel 3 runde Steine enthielt, wurden 3 kleine Kreise in die Hülle eingraviert. Wenn sie 5 Zylinder enthielt, wurden 5 Zylinder in die Hülle eingraviert und so weiter. Diese Innovation war aus mehreren Gründen revolutionär. Wenn der Empfänger der Ware nicht sicher war, dass er die richtige Menge erhalten hatte, konnte er die Boule aufbrechen und mit Hilfe der Steine in ihrem Inneren die Richtigkeit der gesendeten Menge überprüfen. Andernfalls konnte er einfach auf das schauen, was auf der Oberfläche eingraviert war, und das reichte.
Die Entwicklung solcher Gravuren führte zu der Frage, warum es notwendig war, die Steine in eine Tonkugel zu legen und warum es nicht ausreichte, nur die Zeichen zu gravieren, die genau dieselbe Funktion hatten. Zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte, etwa 3400 bis 3300 vor unserer Zeitrechnung, entdeckte man in den archäologischen Schichten, dass die Tonkugeln, die zuvor einfach mit Steinen verschiedener Art gefüllt waren und dann mit Steinen und Gravuren auf ihrer Hülle wurden, irgendwann plötzlich verschwanden und durch Tontafeln ersetzt wurden, auf denen Zeichen eingraviert waren, die das darstellten, was einst in die Tonkugeln gelegt wurde. Man erkannte also, dass man sowohl die tönernen Tonkugeln mit den Steinen als auch die Zeichen auf der Hülle überflüssig machen konnte, indem man die Informationen auf Tontafeln übertrug. Vielleicht genau dasselbe Kriterium, das man mit dem Geld angewandt wird. Es braucht nämlich keinen materiellen Wert, zum Beispiel eine Gold- oder Silbermünze, um eine Transaktion durchzuführen, sondern ein Zertifikat, zum Beispiel eine Banknote, die von uns üblicherweise für den darauf angegebenen Wert akzeptiert wird. An die Stelle der Tonkugeln treten, wie gesagt, die Tontafeln, die allerdings nicht mehr die Steine enthalten, sondern nur noch die Zeichen. Der Vorteil ist beträchtlich, da auf den Tontafeln mit den Zeichen nicht nur die Menge einer einzelnen Waren angegeben werden kann, sondern bei der Umladung von Waren verschiedener Art regelrechte Beschreibungslisten der transportierten Güter. Auf den Tafeln werden Zeichen eingraviert, die den Zahlen entsprechen, und daneben werden Piktogramme angefertigt, die den verschiedenen Arten von Waren entsprechen. Diese piktographische Zeichen stellen den Beginn der Schrift dar. Zuerst kam die Mathematik, dann kamen piktographische Darstellungen dessen, was die Mathematik zählte und darstellte. Und an einem bestimmten Punkt sehen wir, dass wir innerhalb weniger Jahrzehnte eine Entwicklung, die 1 oder 2 Jahrhunderte dauerte, von dem alten System der Tonkugeln zu Tontafeln übergehen, auf denen kurz darauf die Zahlen verschwinden und nur noch piktographische Zeichen eingraviert werden. Die Menschheit lernte zu schreiben. Das war die Geschichte Indiens Teil 5. Präsentiert von der Bar Rouge und der Akademie der Vernunft. Bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal.